Hallo Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, ich freue mich heute ganz besonders, euch einen ganz privaten Einblick geben zu können in die Entwicklung von einem neuen Hacking-Tool. Ja, ich plane nicht nur ein neues Hacking-Tool, sondern ich plane auch eine Add-on oder Erweiterungsplatine für den Flipper Zero hier, die es noch nicht so am Markt gibt. Ganz was Exklusives, und das Thema dreht sich rund um Angriffe auf Türleser, auf RFID und NFC, aber ein Angriff einmal ganz komplett anders auf Basis der Leitung. Ja, in meinen Videos zur Hardware-Hacking-Serie, wo ich ja auch schon mal hier einen Türleser gehackt habe, habe ich euch auch schon mal einen Prototyp davon gezeigt, wo ich über die Kommunikation zwischen Leser und Steuereinheit entsprechend die Daten mitsniffe und mittels Replay-Angriffe oder duplizierter Karten hier das ganze System hacken kann. Ja, doch warum habe ich mich mit dem Thema überhaupt beschäftigt? Ich habe damals das RFID-Tool gekauft, hatte es für einen Pentest im Einsatz, doch ich habe mich wahnsinnig geärgert, weil das Board hat komplett versagt in der Praxis, weil die Spannung vom Türleser war einfach zu hoch. Es hat das Board komplett geschrottet. Das Board wurde mittels Überspannung komplett untauglich gemacht. Ja, überall Magic Smoke. Und ich habe mich dann intensiv mit dem Board beschäftigt, habe wissen wollen, warum ist das Ganze passiert, wie kann ich das zukünftig verhindern und wie kann ich hier vielleicht auch selber eine Lösung schaffen, die mir und anderen hilft. Großen Dank muss ich hier auch an PCBWay sagen, denn PCBWay hat hier meine Entwicklung auf GitHub entsprechend verfolgt und hat gesagt, du Raik, ich würde dich unterstützen als Unternehmen. Ja, im Ergebnis dazu habe ich hier diesen Prototypen von PCBWay bekommen. Ja, wie der Weg vom Entwurf bis hin zu diesem Zwischenschritt hier in Form von dieser Testplatine gelaufen ist, das möchte ich euch heute zeigen und hier ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen geben. Ja, auch für den Flipper Zero werde ich hier eine entsprechende Erweiterungsplatine auf den Markt bringen, die sich genauso hier mit der Interception von Vigans Signalen bei NFC und RFID-Lesern beschäftigt. Das wäre auch der optimale Sparring-Partner, der hier auch mit meinem anderen Tool zusammenarbeiten kann. Ja, zu dem Vigant-Board kann ich euch aktuell noch nicht ganz so viel zeigen. Ja, ich blende euch hier mal ein paar aktuelle Entwürfe vom Board ein, aber dazu wird es wie gesagt auch nochmal eine nähere Einführung geben, wenn es dann mal soweit ist. Ja, doch, jetzt möchte ich euch mit auf die Reise nehmen, was dieses coole Board hier anbelangt. Wir starten wie immer sofort nach dem Intro. Ich schwenke die Kamera, fange jeden Blick ein. In der Cyberwelt, da muss das Wissen richtig sein. Haufen Bits und Bytes, das verarbeiten wir jeden Tag. Sichere die Daten, ne Gefahr, die ist kein Spaß. Hier geht's um Technik, immer up to date. Foto, Videos, Kameras, früh bis spät. Filme wie ein Pro mit der Cam in der Hand. Hier bist du richtig, wo meine Leidenschaft entbrannt. Mach die Augen auf, hier wird seine Story erzählt. In der digitalen Welt, wo Sicherheit gewählt. Foto, Video, Odyssey, das ist unser Spiel, das uns zusammen entdecken, das digitale Gefühl. Ja, ich habe es euch gesagt, dank PCBWay habe ich hier diesen Prototyp bereits in den Händen halten können, und wie es dazu gekommen ist und welche Schritte hier dazu nötig waren, das möchte ich euch jetzt hier in diesem kleinen Video zeigen. Ja, alles begann damit, dass PCBWay hier dieses Projekt auf GitHub von mir gesehen hat, wo ich auf Lochrasterplatine eine Erweiterung vom ESP-RFID-Tool projektiert hatte. Ja, im ersten Schritt habe ich dann das Lochrastermodell mit KI-CAD nachgebaut, damit ich hier eine Datei herstellen kann, auf dessen Basis dann PCBWay das richtige Board in der Fabrik fertigen kann. Dazu habe ich mir überlegt, wie ich das Ganze aufbauen will, mit der Vorderseite und mit der Rückseite entsprechend. Auf der einen Seite das ESP-Modul und auf der anderen Seite die entsprechenden anderen Komponenten. Ja, im nächsten Schritt habe ich dann mit meinen Boarddaten aus dem Designer dann mein Board bestellt. Dazu geht man ganz einfach auf die PCBWay-Seite,
nutzt da die Instant Quote, wählt seine entsprechenden Produktionsdaten aus, kann nochmal einstellen, wie Farbe, Dicke von Bord, ob man noch irgendwelche Zubehörsachen braucht und man sieht auch gleich, was hier an Versandkosten dazukommen. Ja, im Warenkorb dann sieht man auch nochmal in so einer kleinen Vorschau, wie dann das Board tatsächlich ausschauen wird. Also das ist schon mal so wirklich kleines Erfolgserlebnis, weil da sieht man schon wirklich so, was einen dann erwartet. Ja, und dann wurde gleich losproduziert und es ist wahnsinnig interessant, wie ich finde, wie so Leiterplatten hergestellt werden. Das sind ja wahnsinnig viele Schritte, die ja nacheinander passieren. Ich habe mir dazu mal hier von PCBWay so eine Fabriktour angeschaut, wie hier Schritt für Schritt die Platten belichtet und geätzt und wieder mit Schablonen bestückt werden. Schon wahnsinnig interessant. Ja, dann, als die fertig waren, wurden die dann entsprechend in den Versand gegeben und der Versand, der hat mich wahnsinnig überrascht, denn am Freitag losgeschickt war das Paket von China hier in Deutschland bereits nach nicht mal 4 Tagen da und am Montag konnte ich es bereits darauf in den Händen halten. Ja, und da waren sie endlich da. Oben die Boards und unten 2 Lötmasken, die ich dann für das SMD-Löten noch benötigt habe. Das zeige ich euch dann gleich, wie das funktioniert. Und hier mit diesem angebohrten Holzbrett als Deckplatte. Richtig cool. Lasst uns jetzt mal reinschauen und dann schauen wir, was wir hier bekommen haben. An dieser Stelle eine kurze Unterbrechung. Sorry. Ja, wenn dir meine Videos gefallen und du meine Arbeit im Bereich IT-Security unterstützen willst, dann solltest du Kanalmitglied werden. Ja, mit einem kleinen monatlichen Beitrag hilfst du mir hier bereits schon, weiter Beiträge zur Schulung, zur Awareness und zur IT-Sicherheitsforschung zu produzieren. Den Button zur Kanalmitgliedschaft findest du hier direkt unter dem Video und ich würde mich freuen, dich als Kanalmitglied willkommen zu heißen. Ja, und du möchtest meine Arbeit unterstützen und möchtest aber nicht gleich Mitglied werden, dann sag einfach mit einem Super Thanks Danke. Dadurch kannst du mir auch einmalig was zurückgeben, wenn dir irgendein Beitrag besonders gut gefallen hat. Ich freue mich auf jeden Fall über jeden von euch. Vielen Dank für deinen Support. Doch jetzt zurück. Ja, und in der Kiste ein bisschen Füllmaterial und da sind sie. In dieser kleinen Plastikverpackung, da sind meine Boards, die mir PCBWay erstellt hat. Ja, und wir schauen uns jetzt mal an und ich bin jetzt wirklich sehr gespannt, wie die Boards jetzt letztendlich geworden sind. Die Spannung steigt und da sind sie. Wow, sind sie nicht schön geworden? Ich finde sie echt toll. Ja, Vorderseite und die Rückseite, da kommt der ESP dann drauf und da müssen wir noch die ganzen Bauteile drauf bestücken. Ja, hier seht ihr einen Teil der SMD-Bauelemente, die ich für mein Projekt verwende und im ersten Schritt müssen wir mit der Lötschablone und der Lötpaste entsprechend auf die Kontaktflächen die Lötpaste auftragen, ganz dünn. Dazu dient uns hier diese Schablone und wenn wir dann hier fertig sind und das gleichmäßig aufgebracht haben, dann haben wir genau auf den Stellen, wo die Bauelemente dann drauf kommen, die Lötpaste. Die müssen dann jetzt ganz vorsichtig drauf positioniert werden. Das ist natürlich sehr fummelig das Ganze, weil wir sehen hier, die sind wahnsinnig klein, die einzelnen SMD-Bauelemente und so wird hier Stück für Stück bestückt. Hier noch 2 MOSFET und dann das Ganze noch mit Heißluft verlöten, sodass die Bauelemente dann auf ihrer Basis fixiert werden. Auf der Rückseite kommt dann der ESP, der wird erst noch geflasht und dann wird auch hier noch der ESP mit der Heißluft aufgepackt. Und zum Schluss noch die Pin-Header-Leisten, damit wir auch hier entsprechend unser Tool anschließen können und dann ist es fertig. Ja, der Spannungswandler hier, der schaut noch etwas abenteuerlich aus, aber der wird nochmal in der finalen Version durch diesen DC-DC Step-Down-Konverter ersetzt, wodurch er wesentlich robuster wird. Danach das Ganze nochmal durchgetestet und ja, ich bin echt mit meinem Ergebnis zufrieden. Ja, ich freue mich schon, wenn ich die weitere Entwicklungsstufe hier von meinem ESP RFID Tool Version 2 in den Händen halten kann. Momentan habe ich hier am Borddesign nochmal einiges getan, einiges optimiert. Wir haben nochmal eine bessere Spannungsversorgung drin mittels DC-DC Step-Down-Konverter, der sogar bis über 30 Volt aushält. Das heißt, auch im Pentest, im Feld, habe ich einfach nicht mehr dann die Probleme zum Sagen, brennt mir das Board durch, weil einfach diese Specs nicht mehr eingehalten werden, weil die Spannung viel zu hoch ist. Ja, das alles soll der Vergangenheit angehören und ich möchte wirklich eine robuste Lösung für alle schaffen.
ja auch die entsprechenden Verbesserungen, was das Replay anbelangt, Weiterentwicklung in der Software, einen Realtime-Monitor, wo ich in echt schauen kann, welche Daten rüberkommen. Viele Verbesserungen sind hier am Start und ich freue mich schon, wenn ich euch dann tatsächlich das finale Board entsprechend vorstellen kann. Ja, mich würde es freuen, wenn ihr eure Gedanken zu meinem Projekt da lasst. Was würdet ihr vielleicht auch noch softwareseitig gerne haben wollen, verbessern? Oder was sind eure Gedanken, eure Anforderungen? Was mich auch interessieren würde, wo würdet ihr so ein Hacking-Tool kaufen? Ich habe schon überlegt, stelle ich es bei Tindy ein, bei Amazon? Vielleicht schaffe ich es auch, dass sich Lab 401 aus Frankreich hier für mein Hacking-Tool entscheidet, denn der Vorgänger, der ist bei Lab 401 gelistet. Ja, und mich würde es freuen, wenn wir hier an den Erfolg des alten Tools ansetzen können und auch hier meine eigene Weiterentwicklung hier mit ins Programm genommen wird. Ja, falls ihr auch allgemeine Fragen zum Projekt habt, auch damit gerne rein in die Kommentare. Ich versuche hier auf alles einzugehen und würde mich auch freuen, wenn euch dieses Video gefallen hat, dass ihr dann einen Daumen nach oben da lasst, den Kanal abonniert und auch die Glocke drücken nicht vergessen. Dann werdet ihr auch benachrichtigt, wenn ich neue Videos rund um die IT-Security hochlade und ihr verpasst natürlich nicht, wenn ich dann das weitere Video zeige, wenn ich dann endlich das finale Board, was dann hoffentlich bald im Handel zu erwerben ist, veröffentliche. Mich freut's, wenn es auch euch gefallen hat. In diesem Sinne, macht's es gut. Ciao, euer Raik.